Einen wunderschönen guten Morgen. Freut mich, dass ich da sein darf. Ich wollte kurz vielleicht ein bisschen einhaken und ein paar andere Fragen noch stellen. Wer von euch ist denn hier, weil ihr schon ein Startup habt oder Unternehmer seid, irgendwelche Sachen da ausprobieren wollt? Ihr seid schon auf diesem Pfad. Hand hoch, dass ich das mal sehe ein bisschen. Okay, ein paar von euch. Wer von euch ist hier angestellt und ist hier, weil er vielleicht ein bisschen lernen möchte und sich da inspirieren möchte, wie das ausschauen könnte? Oh, okay. Was mit dem ganzen Rest? Ihr seid einfach nur da, um unterhalten zu werden? Sehr schön. Okay, ich möchte mit euch heute ein bisschen drüber sprechen, was sind meiner Ansicht nach 5 Charakteristika, die diese Game Changer vielleicht ein bisschen vereint. Und das ist nicht etwas wie ein Game Changer changed das Game. Das ist eine Definitionssache. Oder ein Game Changer challenged den Status quo. Das ist auch eine Definitionssache. Ich möchte mit euch darüber sprechen, was sind die 5 Dinge, die man erlernen kann, super einfach erlernen kann, ganz klar erlernen kann, um vielleicht auch ein Feld zu disrupten, einen Status quo zu changen, irgendwelche Sachen zu verändern. Ich komme ursprünglich aus Innsbruck in Tirol, ganz normale Mittelstandsfamilie. Ich habe eine Schwester, wir sind eine Familie von 4, meine Eltern sind nicht geschieden. Das heißt, ich bin absolut in dieser Durchschnitt. In Österreich ist es überhaupt nichts Außergewöhnliches. Ich komme nicht aus einer armen, ich komme nicht aus einer reichen Familie. Absolut das, was man vielleicht so als österreichische Mittelstandsfamilie irgendwie bezeichnen würde. Und halt aus Tirol, ob das jetzt ein Vor- oder Nachteil ist, das sei mal dahingestellt. Ich habe mit dem Alter von 17 Jahren einen Sport kennengelernt, der jetzt vielleicht nicht so bekannt ist, gerade in Österreich im Winter, und zwar Kitesurfen. Und etwas, was ich relativ früh gemerkt habe, und es war damals auch im Kitesurfen so ist, und jetzt aufpassen, dass es wichtiger ist, das richtige Timing zu erkennen, als wie irgendwelche besonderen Fähigkeiten zu haben. Das ist echt eine wichtige Erkenntnis, denn im richtigen Timing funktionieren viele, viele Dinge viel einfacher, als wie wenn man im falschen Timing der Beste ist. Und das ist in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen so, und ihr werdet das bei mir immer wieder sehen, wie das Timing unglaublich wichtig ist. Der Grund, warum ich das nicht als Game Changer bezeichne, ist, weil ich für mich noch nicht wirklich verstanden habe, ob das erlernbar ist oder nicht, ob das ein Bauchgefühl ist oder nicht. Aber das ist etwas, das man sich wirklich mal ein bisschen vor Augen führen sollte. Richtiges Timing ist wichtiger, als eine besondere Fähigkeit in etwas zu haben. Und bei mir damals, ich war damals 17, es war das Jahr 2002, es war das perfekte Timing. Kitesurfen ist durch die Decke gegangen, jeder hat irgendwelche professionellen Kitesurfer gesucht, also die ganzen Firmen. Und ich war am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, ich hatte das richtige Alter. Und es hat mir damals ermöglicht, durch die ganze Welt zu reisen und als 20-Jähriger dann unglaublich viel Spaß zu haben, wie man sich vorstellen kann. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, Julian, du musst irgendwas Richtiges im Leben machen, du kannst nicht ewig irgendwie Profisurfer sein. Und ich habe dann gesagt, okay, ich will unbedingt Medizin studieren. Ich habe das dann kombiniert und habe dann im Jahr 2011 in Innsbruck promoviert und habe dann auch ganz kurz als Unfallchirurg angefangen zu arbeiten. Und da war dann das allererste Mal, dass ich mir diese Fragen gestellt habe, die ich jetzt mit euch da durchgehen möchte. Ist das wirklich das, was ich mein ganzes Leben lang machen möchte? Ich respektiere den Arztberuf und ich finde das total toll, aber ist das wirklich das, was mich glücklich macht? Ist das wirklich das, was ich an meinem Lebensende machen möchte? Und ich hatte dann ein ziemlich erhellendes Erlebnis mit einem Patienten, der beide Unterarme verloren hat. Und es war für mich so dieser Weckruf, wo für mich klar war, Julian, vielleicht solltest du wieder das tun, was du davor getan hast, Spaß zu haben. Natürlich, viele Herausforderungen, aber vielleicht solltest du wieder irgendwie rausgehen, Sachen verändern, irgendwie den Status quo challengen. Und da kam für mich so diese Frage dann wirklich auf, wie funktioniert das eigentlich? Gibt es da ein Patentrezept dazu? Und jetzt möchte ich mit euch 5 Dinge durchgehen. Und das allererste, und das kann jeder von uns machen, das ist, die richtigen Leute um einen rumzubringen. Und das ist das allererste, was ich glaube, was Game Changer richtig gut machen. Sie umgeben sich mit Leuten, die das ebenfalls machen wollen. Die Erwartungshaltung unserer Mitmenschen definiert, was wir selber machen. Wenn unsere Freunde rauchen, rauchen wir auch. Wenn unsere Freunde körperlich fit sind, sind wir auch fit, weil wir als Menschen reinpassen wollen. Und das war ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin damals, 2012 war das, bin ich nach Asien gezogen und 2014 habe ich meine gemeinsamen Gamechanger kennengelernt. Damals Paul und Tobi, Paul aus Thailand, Tobi ebenfalls aus Innsbruck. Und gemeinsam war für uns klar, dass wir nicht das, was wir die Vergangenheit gemacht haben, dass wir was Neues in der Zukunft machen wollen. Und das ist der Durchbruch. Der Durchbruch ist, die richtigen Leute um uns rumzugeben. Und jetzt, aber das krass Wichtige. Ich habe dadurch einen meiner besten Freunde als besten Freund verloren. Weil damals mein bester Freund nicht
das machen wollte, was ich machen wollte. Und wenn ich mit ihm der beste Freund geblieben wäre, bin ich mir sicher, wäre ich wahrscheinlich heute nicht auf dem Pfad, wo ich heute bin. Und ich will nichts Schlechtes über seinen Pfad sagen, denn er ist unglaublich glücklich, er hat ein Kind, er ist unglaublich ein toller Mensch, wir sind heute noch befreundet. Aber nicht mehr auf der Ebene, nicht mehr auf der Tiefe, wie das damals noch vor 2014 war. Und das muss man sich immer vor Augen führen. Man kann alles im Leben haben, nur nie gleichzeitig. Und es trifft auch auf Menschen zu. Also, Fähigkeit Nummer 1, die richtigen Leute um uns herum zu bringen. Und jeder von euch kann mal ein bisschen reflektieren, wer sind die Menschen um einen herum und was bedeutet das für mich? Und jeder kann die Freunde, die Familie, irgendwie die Zeit unterschiedlich für sich selber einteilen. Fähigkeit Nummer 2 ist, dass Gamechanger klare Visionen, klare Ziele haben, was sie gerne machen möchten. Die meisten von uns sind durch potenzielle Strafen motiviert. Die meisten von uns sind dadurch motiviert, wenn ich nicht zur Arbeit gehe, bekomme ich mein Gehalt nicht, ich werde gekündigt, also gehe ich weiter zur Arbeit. Die wenigsten von uns denken sich all die tollen Dinge, die am Ende des Tunnels liegen, wenn man was macht. Es gibt dieses berühmte Zitat: Wenn du Menschen dazu bringen willst, ein Boot zu bauen, dann lerne ihnen nicht das Boot zu bauen, sondern lehre ihnen die Sehnsucht nach dem Meer. Und die Menschen werden automatisch einen Weg finden, das Boot zu bauen. Und genau das Gleiche ist meiner Ansicht nach bei Gamechanger. Gamechanger schaffen es, eine ganz klare Vision, etwas Tolles am Ende zu sehen, und das motiviert sie, dahin zu gehen. Die sind nicht getrieben durch potenzielle Strafe, sie sind getrieben durch potenzielle Tun. Und jetzt das ganz Wichtige zu diesem zweiten Punkt. Meistens, wenn man eine tolle, klare Vision hat, ist man die Minderheit. Als ich 2014 das erste Mal über Blockchain-Dezentralisierung gehört habe und mir überlegt habe, was heißt denn das für die Medizin? Wie könnte man denn Patientendaten in der Blockchain abspeichern, sodass niemand anders darauf zugreifen kann, nur ich bin unter Kontrolle? Als ich diese Ideen ausgetauscht habe, es gab fast niemanden, der damals gesagt hat: Julian, super Idee, oder Julian, boah, das ist richtig cool. Sondern ganz im Gegenteil, die Leute haben gesagt, so ein Blödsinn, das passiert nie, das wird nie sein. Und das ist das ganz Wichtige, wenn du eine gute Vision hast, dann wird die Mehrheit der Menschen dir nicht zustimmen. Und da musst du super solide sein. Und wieder, deswegen Punkt 1 zuerst, die richtigen Leute um dich herum haben. Denn es reicht eine andere Person, die richtige Person, die dir zustimmt. Und jedes Mal, wenn ich heute zweifle, habe ich eine tolle Frau, zu der ich gehen kann und sagen kann: Schatz, ich glaube wirklich, dass das der richtige Weg ist. Was denkst du? Und das Tolle an ihr ist, dass sie mich immer unterstützt in diesem Weg und immer an mich glaubt. Und das ist genau das, was du brauchst. Ein einziger Mensch reicht oft. Ich bin 2015 nach Singapur gezogen und gemeinsam damals mit Tobi und Paul, und wir haben damals den Next dort gegründet. Ich habe mich ein ganzes Jahr lang tiefst in dieses Thema Blockchain und Kryptowährungen eingelesen. Und das ist der dritte wichtige Punkt, den ein Gamechanger hat. Ein Gamechanger ist immer und jederzeit bereit, Neues zu lernen. Und zwar immer und jederzeit. Ich werde heute so oft gefragt: Julian, du hast es nicht studiert, du hast nicht Kryptographie studiert, du hast nicht Computer Science studiert. Woher willst du das alles wissen? Für mich hat die Universität etwas unglaublich Wichtiges. Und ich gehöre überhaupt nicht zu den Menschen, der sagt, dass eine Universität sinnlos ist oder dass das Studium sinnlos ist. Ich glaube aber, etwas ist überbewertet. Und was überbewertet ist, ist das Wissen, das ich auf einer Uni bekomme, das ist meistens eher veraltet. Aber was ich auf einer Uni auf jeden Fall bekomme, ist der erste Punkt. Ich bekomme andere Menschen, die auch an diesem Thema interessiert sind. Wenn ich das aber woanders kreieren kann, das habe ich gemacht, dann ist das Einzige, was für mich noch wichtig ist, das Wissen. Und ich habe damals ein ganzes Jahr lang Professoren angeschrieben, habe gesagt, ob sie mir die Unterlagen von ihnen geben würden, ob sie mir irgendwelche Klausuren geben würden, Sachen über Kryptographie, wie diese Sachen funktionieren. Das ganze Wissen existiert ja. Damals war noch nichts auf YouTube, damals gab es keine Bücher dazu. Ein Gamechanger ist jederzeit bereit, seinen Wissenshorizont alles nach oben zu bringen und Neues zu lernen. Wann war das letzte Mal, dass du etwas komplett Neues für dich gelernt hast? Und zwar komplett revolutionär Neues, eine neue Sprache, ein neues Wissensgebiet. Leider ist die Statistik eindeutig, dass die meisten Leute außerhalb von dem, was sie im Beruf müssen und was sie im Studium gelernt haben, nicht mehr viel Neues lernen. Und das ist aber so essentiell, denn bei Definition bedeutet es, das Game zu changen, dass neue Informationen da sind. Und das ist so ein bisschen die Inspiration. Jederzeit offen zu sein, etwas Neues zu lernen. Ihr werdet das dann sehen. Eines unserer Core Values bei uns in der Firma, etwas, was jeder Mitarbeiter bei uns bei 10x, und wir haben 60 davon, haben muss,
ist ein Growth Mindset, ist ein Wachstums-Mindset, ist, dass er das Verlangen hat oder sie das Verlangen hat, jedes Quartal etwas Neues zu lernen. Und es geht in die Performance hinein. Das heißt, wenn bei uns jemand nicht etwas Neues lernt, und das kann privat sein, das kann professionell sein, dann hat es einen schlechten Input auf seine Performance in der Arbeit. Wie ist das bei dir in der Arbeit? Wie oft wird das reflektiert bei dir im Beruf? Wie oft machst du das mit Mitarbeitern, wenn du das Unternehmen führst? Viele Menschen sagen zu mir immer, ja, aber Julian, wenn ich zu meinen Mitarbeitern sage, sie müssen was Neues lernen, stell dir vor, die werden immer besser und besser und besser. Ich habe die ganze Arbeit investiert und die gehen danach weg und gehen zu einem anderen Unternehmen. Naja, aber was ist, wenn deine Mitarbeiter gar nichts lernen, nichts können und bei dir bleiben? Eines der wichtigsten Dinge ist, sich immer fortzubilden und besser zu werden. Es hilft, ich habe früher immer die Meinung gehabt, dass wenn man einen Fehler begeht, ist es absolut okay, solange man daraus lernt. Heute ziehe ich das noch ein bisschen weiter und ich sage, es ist absolut nicht okay, einen Fehler zu machen, wenn man von einem anderen schon lernen hätte können, wie der Fehler vermieden werden hätte können. Und deswegen glaube ich, dass es eines der wichtigsten Dinge ist, nicht nur von sich selber zu lernen, sondern vor allem von anderen Erfahrungen. Ich liebe es, andere Biografien zu lesen, von anderen Leuten zu lesen. Weil man lernt so viel draus. Wir haben damals das Glück gehabt, 2016, dass wir mit 10x in PayPal in den Inkubator rein sind und einfach unglaublich viel von Mentoren und Leuten aus PayPal lernen haben können. Was haben die damals mit Regulatoren gut gemacht? Was haben die damals mit Regulatoren schlecht gemacht? Alles Dinge, die wir lernen haben können. Aber das kann jeder von uns machen, denn, sind wir mal ganz ehrlich, die wenigsten Dinge, die wir verändern wollen, wurden nicht auch schon von anderen Leuten auf irgendeine Art und Weise schon verändert. Und auch wenn vielleicht nicht 1:1 das kopierbar ist, so sind doch viele Dinge, die man ein bisschen ableiten kann. Und sich überlegen kann, naja, was hat denn der Mensch da gemacht? Und das war Gott sei Dank bei uns etwas, das wir damals unglaublich davon profitieren haben können. Der vierte Punkt, was einen Gamechanger ausmacht, ist, dass er jederzeit bereit ist, Opfer zu bringen. Opfer, um im kurzfristigen vielleicht zu leiden, um im langfristigen viel mehr zu haben. Dieser Belohnungsaufschub ist für einen Gamechanger absolut essentiell und der ist erlernbar. Es hilft natürlich, wenn man andere Leute hat, denn gemeinsames Leiden ist geteiltes Leid oder geteiltes Leid ist halbes Leid. Und bei uns war das ein Jahr lang unglaublich krass. Wir hatten einfach nichts. Wir hatten kein Funding, wir hatten kein Geld. Niemand hat diese Vision unterstützt, Kryptowährungen irgendwie ausgebbar zu machen. Bitcoin war in einem Downtrend 2015, 2016. Jeder hat gesagt, das ist absoluter Schwachsinn. Naja, und was dazu geführt hat, war, dass wir ein 12 Quadratmeter Zimmer zu dritt gehabt haben. Tobi war der Einzige, der ein richtiges Bett hatte. Paul und ich jeden Tag eine Matratze hin und wieder weg. Teilweise hatten wir kein Office und wir haben dann dort irgendwie am Boden gearbeitet. Es war nicht in unserem Wohnzimmer, es war halt irgendwie in einem Airbnb-Apartment. Und das war halt so günstig wie möglich, weil wir nicht mehr hatten. Am Ende hören die Leute immer nur von den tollen Dingen. Die Leute reden immer nur von den Produkten, die wir draußen haben. Die Leute reden von meinem Buch, Kryptowährungen einfach erklärt. Die Leute reden von unserer App, von unserer Karte. Man redet immer von den Erfolgen. Und die sind auch super, super toll. Aber ich glaube, was total wichtig ist, ist zu verstehen, dass es, um dorthin zu kommen, das ist keine gerade Linie, ganz im Gegenteil. Man geht 3 Schritte nach vorn, 2 Schritte zurück. Manchmal geht man 4 zurück und man glaubt, man ist einen Schritt rückwärts gegangen. Gamechanger sind bereit, Opfer zu bringen, die hustlen, die hören nie auf. Und das ist so etwas Wichtiges. Man lässt sich nicht unterbringen. So, und jetzt die wichtige Frage. Und das ist eine Frage, die vielleicht viele von euch schon mal getroffen ist. Wann weiß ich, ob ich auf dem richtigen Weg bin und wann weiß ich, ob ich einen Pivot machen muss? Wann weiß ich, dass ich weiter pushen muss? Woher wusstest du in diesem Jahr, wenn alles nicht optimal lief, woher wusstest du, dass du trotzdem weitermachen musstest? Wann weißt du, wann du umdrehst? Wann weißt du, wann du aufhörst? Und die Antwort dazu ist nicht einfach, aber ich glaube, die Antwort ist, es geht nicht immer um das Endresultat. Es geht oft darum, wie kommst du weiter? Wie viel lernst du? Was kommt in der Zwischenzeit für dich? Wenn du nur mehr Wasser tretest und nicht mehr weiterkommst, gar nicht, weder an dem, wo du eigentlich hin wolltest, aber auch sonst nichts lernst, dann würde ich wahrscheinlich einen Pivot machen. Wenn du aber an der Stelle tretest und du glaubst, du kommst nicht mehr weiter, du aber trotzdem weiterkommst, dann würde ich trotzdem noch weitermachen. Ein gutes Beispiel, ich bin damals mit 15 nach Amerika, ich wollte unbedingt Basketballprofi werden. Ich dachte immer, ich werde mal richtig groß und dann werde ich Basketballprofi. Naja, ich bin mit 15 hin und nach einem Jahr war einfach bei mir klar, ich
bleib bei 1,78 stehen, ich werde nicht größer. Und das ist halt nicht optimal als Basketballprofi. Und eigentlich hätte ich wieder zurück sollen nach Europa, weil warum bleibe ich noch länger in Amerika, wenn ich nicht mehr Basketballprofi werden kann? Ich bin deshalb geblieben, weil ich trotzdem andere Sachen gelernt habe. Ich habe eine neue Kultur gelernt, ich habe neue Sprache gelernt, mein Englisch ist fließend, ich habe viele, viele neue tolle Dinge gelernt. Und deswegen habe ich keinen Pivot damals gemacht, weil ich an anderen Dingen weitergearbeitet habe. Und ich hoffe, dass das vielleicht den einen oder anderen heute hilft, wenn er das hört, wenn er oder sie gerade drüber nachdenkt, soll ich einen Pivot machen, soll ich aufhören, dass man trotzdem weitermacht. Für mich ist das, wenn ich nichts mehr Neues lerne. Und das bringt mich zum 5. Punkt, den einen Gamechanger ausmacht. Und es ist die Fähigkeit, andere zu inspirieren, an der eigenen Vision mitzumachen. Das heißt einerseits, dass man lernt, Geld zu raisen, Money zu raisen, Kunden zu bekommen, falls man keine Outside-Investitionen haben will. Das ist absolut okay, wenn jemand sagt, ich will keine externen Investitionen. Absolut top. Aber du musst trotzdem Kunden, andere Mitarbeiter von deiner Investition, von deinem Glauben inspirieren. Bei uns war das damals letzten Juni eine der größten ICOs, 80 Millionen US-Dollar, weil wir als Team, nicht ich, weil wir als Team es geschafft haben, Teammitglieder, Investoren, andere Leute davon zu überzeugen, zu inspirieren, was unsere Vision ist. Und das haben wir über die letzten 3 Jahre geschafft. Das heißt aber auch, andere Teammitglieder reinzubekommen. Das heißt, von 3 Leuten zu 4 Leuten zu werden, zu 6 Leuten, zu 8 Leuten und jetzt zu knapp 60 Leuten. Und wie man das macht, ist etwas, das ich jedem von euch für euer persönliches Leben, Privatleben, für eure Beziehung mitgeben kann. Und zwar, das sind sogenannte Kernwerte, Core Values. Wenn ich alleine in einem Ruderboot sitze und gegen einen anderen ruder, dann geht es nur darum, wer besser rudert. Sobald ich aber zu zweit drinnen sitze, ist ganz, ganz, ganz wichtig, wie man auskommt miteinander, wie man sich versteht, wie die Chemie zwischen einem ist. Ich nenne das immer, was der Kleber ist, der die Leute zusammenhält. Wenn man 60 Leute im Boot ist und zu 60 rudert, ist es nicht unbedingt so wichtig, wie gut die 61. Person ist. Natürlich ist wichtig, dass die gut rudern kann, aber es ist eines, das ist noch viel wichtiger. Sie darf nicht in die falsche Richtung rudern. Und das ist das, was die Core Values sind. In deiner Beziehung, was sind die Core Values? Was sind Sachen, die du von deinem Partner, von deiner Partnerin absolut nicht tolerierst? Was sind Sachen, wie es sein soll? Was ist für dein persönliches Leben, was du absolut nicht tolerierst und Sachen, die sein sollen? Und genau das haben wir für uns in der Firma definiert. Und du siehst, der letzte Core Value, Growth. Einer der 5, 20%, ist, dass Menschen bei uns jederzeit bereit sind, nach vorne zu wachsen. Meiner Ansicht nach ist mit diesen 5 erlernbaren und umsetzbaren Schritten es absolut für jeden, jederzeit, an jedem Ort, vielleicht nicht von heute auf morgen, das ist auch klar, aber es ist jederzeit möglich, vielleicht dein Gebiet, an dem du immer arbeitest und in dem du bereits bist, komplett zu ändern, komplett zu changen. Und das Wundervolle ist, es gibt so viele Menschen da draußen, die diese Dinge sowieso machen. Und ich glaube, wenn du die findest, und ich bin in der glücklichen Lage, dass ich 2 andere Menschen und 3 andere und 5 andere und 10 und 50 andere Menschen gefunden habe, die genau solche Sachen in sich vereinen, dann ist es für jeden von uns möglich, das Game zu changen. Und am Ende des Tages ist es dann für dich nur mehr relevant, ob du die Träume, die dich anrufen, ob du bei denen auflegst oder ob du den grünen Knopf drückst und hoffentlich das Leben deiner Träume für dich umsetzt. Mit dem sage ich schon mal ein riesengroßes Danke. Ich wünsche euch einen ganz schönen restlichen Tag und ja, ganz viel Spaß noch. Vielen Dank.